skin and blow. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bevor die nächste große Tour startet, fahre ich heute eine Tagestour und schaue mir dabei etwas Besonderes an. Und zwar das Schloss Lilliput. Na dann, viel Spaß beim Schauen. So. Ab geht die Luzi. Bin heiß. For you, babe, I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your kryptonite? Can't get this off my mind. Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time. Can I feel your kryptonite? Can I feel your kryptonite? So, und jetzt die Third Person Position, kann man dazu sagen? Third Person, ja. So wie im Shooter, also quasi rechts über die Schulter rüber. Hier eine Small Rig Halterung, der Insta360 Stab, die dazugehörige Befestigung, die Motorradhalterung und oben eben die Insta. Und das Ganze hier befestigt am Koffer. Halter, die Koffer habe ich heute nicht dran, und steuern tue ich das Ganze hier über die Fernbedienung. Da wird ja auch das GPS aufgezeichnet, und ja, so brauchst du dich nicht jedes Mal anhalten und dich irgendwo hin verrenken und die Kamera anmachen, sondern drückst einfach den Knopf und fertig ist. Ja, und die Position, die gucken wir uns jetzt an. Während der Hinfahrt kam ich am russischen Soldatenfriedhof in Barut vorbei, einer der größten und bedeutendsten sowjetischen Kriegsgräberstätten in Brandenburg. Was ist das hier? Pokrzeboje Gelovetschtwo, Wulet, Bejno, Utuc, Namac, Bonschop, Schowetschkowo, Napola, Gierschewo, Gwoje, ja. Ich übersetze mal, die fortschrittliche Menschheit wird immer das Andenken der Kämpfer des sowjetischen Volkes ehren, die mit ihrem Leben die Welt vor dem Faschismus retteten. Ich glaube, niemand kann sich heutzutage vorstellen, während des Zweiten Weltkrieges zu leben, das Leid, den Hunger, die Toten zu erleben. Wir beschweren uns über Corona, über unsere persönlichen kleinen Probleme unserer und dieser Welt. Dabei haben unsere Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern das wahre Schlimme erlebt.
Ich persönlich bin froh, hier zu einer Zeit geboren zu sein, wo bei uns in Deutschland kein Krieg herrscht. Ich bin froh, mich bald wieder ins Abenteuer stürzen zu können, frei zu reisen, frei Motorrad fahren zu können, ohne Krieg und ohne Angst vor Corona. Von daher kann ich nur hier und jetzt die Message mitgeben. Die einzige Möglichkeit, etwas vom Leben zu haben, ist, sich mit aller Macht hineinzustürzen. Sehr geil. Sehr geil. Schloss Lilliput. Sehr geil. Hier muss man einfach stehen und genauer hinschauen. Ja. Das ist zu überwältigend. Zu viel. 2000 Jahre später. Ich bin gerade überwältigt. Das ist mir zu viel. Wir sind gerade ein wenig überfordert. Jetzt müssen wir uns das mal im Detail angucken. Nichts bleibt, wie es ist. Nichts ist irgendwie fertig. Schöpfung pur, jeden Tag aufs Neue. Ein wachsender Organismus, kein seelenloser, aggressiver Klotz. In diesem Haus sind keine Kunstwerke zu bewundern, denn das Haus selbst ist ein Kunstwerk, so verrückt und exzentrisch wie sein Name. Inspiriert von der Baukunst des Visionärs Hundertwasser gestaltet seit 11 Jahren der Schlossherr Steffen Modrach sein Grundstück zu einer bunten Fantasiewelt. Die Fassaden von Haus und Hof bestehen aus Millionen bunter Einzelteile, aus Gegenständen wie Tassen, Knöpfen und Müll. Schloss Lilliput heißt es aus dem Grund, weil es klein ist und es schreibt sich mit 4 L in der Mitte. Laut dem Schlossherrn hätten es auch mehr L sein können. Er sagt aber selbst über sich, er sei bescheiden. Immer wieder entdeckt man neue, intelligente und humorvolle Details. Hände, die aus der Wand ragen, oder bizarre Figuren, die einem mit Blicken folgen. Über 150 Glasbonbons sind am Haus verbaut und dürfen von Kindern entdeckt werden. In den Wänden befinden sich zum Beispiel viele Zwischenräume, wo tausende heimische Tiere überwintern. Auch der große, künstlerisch gestaltete Garten ist äußerst sehenswert. Ein verrücktes Stück Erde, finde ich. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw sagte in den 20er Jahren: Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Mit diesen Worten mache ich mich auf den Heimweg nach Berlin. Das nächste große Abenteuer wartet auf mich, denn das Fernweh ruft. Das Abenteuer geht weiter.